The planes we are going to present in this video sure have one or two things in common. They are both World War II era designs, they are both single-engined, and both of them were produced in staggering numbers. But the differences are far more interesting. While the Republic P-47 is the heaviest single-engined aircraft to be used in World War II, the Messerschmitt Bf-109 is regarded as a lightweight construction marvel. With the first flight in 1935, the Bf-109 is such an early design that it entered service before World War II actually started, whereas the P-47 first flew in 1941 and saw action only for the last 3 years of the war. And then there's the most obvious difference. The P-47 is powered by a massive radial engine, while the Bf-109 features a rather compact V-12, but one considered one of the most advanced engines of its time. So much for the P-47 and the Bf-109. Except the plane in the video technically isn't the Bf-109. It's a Spanish license-built version called HA-1112, which is remarkably different in one point. Instead of the original DB605 engine, it is powered by a Rolls-Royce Merlin. And yes, that's the engine that was used in the 109's adversaries Spitfire and P-51 Mustang. Okay, that's it for the educational part. And here comes the flying display. Leicht problematisch. Und auch am Boden.
festgehalten und wurde dann als Jagdbombe eingesetzt zum Angriff auf Bodenziele. Die Formation hat sich aufgelöst, die ganze Episode, also unsere B109, Messerschmitt BF 109.
mm und bis zu 2 jeweils 1000 Pfund, 450 Kilo. Das ist schon eine ordentliche Bewaffnung für so einen kleinen Jagdbomber. Vor allem die Nachteile. Natürlich eine unglaubliche Feuerkraft. Sich die brasilianischen Zivilate zusammengebaut hat, die brasilianische Luftwaffe in Italien Aufgrund des großen Gewichtes und dieser robusten Bauweise war natürlich mit ein Grund, warum die P-47 Thunderbolt Adler als Jagdbombe eingesetzt wurde. Die kommt auch über Treffer ab. Sehr robust und der luftgekühlte Doppelstern hat sich da als sehr geeignet erwiesen. Hier vorne in der Nähe des Sprecherturms kann man ihn abholen. Außerdem wurden Wertgegenstände. Ja. Jetzt schön mit gezielten Seitenmotorumschlägen die Richtung halten. Wir sind in die Bremsen getreten. That's it. We hope you had as much fun in watching this video as we had in making it. If so, please subscribe.
But in any event, leave us a message. We always like to hear from you.